Wir sind dem Gang spekulativen Denkens bisher gefolgt, bis zu dem, was man eine Art Höhepunkt dieses Gangs bezeichnen kann, wo Hegel das spekulative Philosophieren, das Philosophieren des Ganzen als die sich selbst wissende Vernunft definiert. Das bleibt also im Bereich des Sich-Selbst-Denkens, zwar wissend, dass das Sich-Selbst-Denken ein Denken des Denkens von der Wirklichkeit ist, das aber doch in seiner spekulativen Gestalt immer nur in der Gestalt des Begriffs gegenständlich und fassbar wird. Darauf haben wir mit einem Nietzsche-Zitat reagiert, der für die Historie, und das gleiche gilt also auch Philosophie, das Leben einfordert und das reine Denken in sich, sei es historisch, sei es philosophisch, als ein sich verkümmerndes Denken bezeichnet. Und das hat ja nicht nur Nietzsche getan, sondern im gleichen Jahrhundert vor ihm etwa schon Feuerbach und die ganze junghegelianische Kritik, in die sich ja auch der junge Marx hineinfügt, geht eigentlich von dem gleichen Vorwurf aus, dass mit der Konstruktion des spekulativen Begriffs ja die Wirklichkeit, die lebendige Wirklichkeit noch nicht erreicht sei. Darauf bezieht sich nun in einer sehr prononcierten Art jene berühmte 11. Feuerbach-These von Karl Marx, die in seiner Marx-Interpretation Ernst Bloch als das Losungswort bezeichnet hat. Die These, die formuliert ist, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Hier wird also Interpretieren und Verändern in ein Verhältnis gestellt, und ich sage gleich, es ist ein Missverständnis, dieses Verhältnis als einen Gegensatz zu verstehen. Aber das wird im Weiteren herauskommen. Um den Ansatzpunkt von Marx zu verstehen, der ja in der Hegelkritik beginnt, die frühesten Arbeiten, die wir aus Marx Väter kennen, außer seinen studentischen Arbeiten, sind ja gerade seine Kritik des Hegelschen Staatsrechts, seine Kritik der Einleitung der Hegelschen Rechtsphilosophie und die Kritik an der Phänomenologie des Geistes in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, den sogenannten Pariser Manuskripten. Also sich von Hegel abstoßend, und dazu wäre eine ausgiebige Interpretation der Pariser Manuskripte gerade ein notwendiger Bestandteil, wenn man das durchführen will. Sich von Hegel abstoßend kommt Marx zu einem Zugriff auf die Philosophie, der ein anderer Zugriff ist als der, den die klassische spekulative Philosophie gewählt hat. Um das zu verstehen, wie der Einstieg ist, möchte ich doch also ein Stückchen aus Marx zitieren. Aus der deutschen Ideologie, die ich im Übrigen im Ganzen für ein relativ schwaches Werk von Marx halte, und das angesichts der Tatsache, dass er sich selbst dann nie mehr systematisch zur Philosophie geäußert hat in späteren Jahren, als philosophische Schrift immer überbewertet worden ist, aber gerade an den Anfangsstellen, wo er sich mit dem Begriff sozusagen des Philosophierens auseinandersetzt, denke ich, bekommt man zu fassen, auf welchem Weg er den Einstieg in die Philosophie sucht. Es sind die wirklichen Voraussetzungen, von denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigene Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind auf rein empirischem Weg, also in den empirischen Wissenschaften, konstatierbar. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren,
produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst. Indem sie die Mittel zu ihrem materiellen Leben produzieren, produzieren sie ihr materielles Leben selbst. Diese Weise der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten, dass sie die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist vielmehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern. So sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion. Es ist ihre Lebensweise. Sowohl damit, dass sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Eben, die Lebensweise ist nicht nur, dass sie ihr Leben reproduzieren, sondern auch die Form, in der sie es tun, anfangend von der einfachen Bearbeitung der Natur durch den Steinzeitmenschen bis hin zum Computerzeitalter in einem Entwickeln der Mittel, mit denen sie ihre Lebensreproduktion vollziehen. Das ein wenig noch in Bezug auf die Bewusstseinsbildung ausgeführt, lautet dann etwa so: Die Produktion jetzt nicht nur der materiellen Lebensform, sondern der gesamten Lebensweise, nämlich auch der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins, ist zunächst unmittelbar verflochten mit der materiellen Tätigkeit und dem materiellen Verkehr der Menschen. Sprache des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch als direkter Ausfluss ihres materiellen Verhaltens. Von der geistigen Produktion, wie sie in der Sprache der Politik, der Gesetze, der Moral, der Religion, der Metaphysik usw. eines Volkes sich darstellt, gilt dasselbe. Die Menschen sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen usw. Aber die wirklichen, wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bestimmte Entwicklung ihrer Produktivkräfte und des denselben entsprechenden Verkehrs bis hin zu seinen weiteren Formationen hinauf. Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein. Und das Sein des Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess. Wenn man jetzt hört, das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, klingt doch im Hinterkopf der Gedanke auf, das Noen, das Bewusstsein, das Denken, ist dasselbe wie das Sein, eben das bewusste Sein. Hier kommt die Gleichheitsformel des Parmenides sozusagen in einer neuen Form wieder hervor. Insofern sagt Marx dann, dass eine selbstständige Philosophie, die sich abgelöst versteht, gleichsam als etwas, was außerhalb dieser Wirklichkeit sich im Denken entwickle, das, was also die idealistischen Philosophien denken, was Plato mit seinem Reich der Ideen gedacht hat, eine solche selbstständige Philosophie gibt es nicht. Sie ist immer die Philosophie von der Wirklichkeit, die sie darstellt und abbildet. Ich könnte an diesen Stellen noch eine ganze Menge weiterer relevante Momente herausziehen, aber ich will nicht zu viel zitieren. Nun wird dieses Denken, immer das Denken unserer uns bewusst werdenden materiellen Lebensweise ist. Dieses Denken wird beeinflusst durch diejenigen, die in dieser materiellen Lebensweise, in den materiellen Lebensverhältnissen handeln. Die Menschen sind primär Handelnde, sie sind nicht primär Denkende. Sie handeln, weil sie herausgefordert sind, Dinge zu produzieren, durch die sie leben, also von den Lebensmitteln im engeren Sinne angefangen, bis zu dem ganzen technischen Apparat, mit dem wir heute unser alltägliches Leben bestreiten. Sie sind herausgefordert, also etwas zu tun,
und das Denken ist immer ein Denken dieses Tuns. Durch dieses Denken dieses Tuns beeinflussen wir natürlich immer unser Tun. Und die Philosophie wird als Philosophie noch nicht dadurch eine andere, dass sie einen Einfluss auf das Handeln ausübt. Das haben Philosophen immer getan. Die Vorsokratiker waren beispielsweise Gesetzgeber ihrer Städte. Platon hat versucht, den Tyrannen von Syrakus, Dionysius, zu politischen und gesellschaftlichen und organisatorischen Handlungen zu bewegen, zu beeinflussen durch sein Denken, durch seine Theorie, die er aufstellt. Die ganzen Aufklärungsphilosophen der französischen Aufklärung sind durch ihr Denken Mitschöpfer der Verfassungen der modernen Staaten geworden. Die französische Verfassung, die amerikanische Verfassung beruhen auf Montesquieu, beruhen auf John Locke, beruhen also auf Gedanken, die gedacht wurden, die in diese Welt eingegriffen haben. Das eingreifende Denken ist also noch nicht ein anderes Denken, als das philosophische Denken immer schon war. Wenn jetzt gefragt wird, ja, was soll denn jetzt anders werden, wenn Marx in der 11. Feuerbach-These dieses durch Interpretation in die Wirklichkeit eingreifen zu wenig findet und sagte, die Philosophie müsste doch selbst verändernd in die Welt wirken. Nicht nur dadurch, dass sie das Handeln beeinflusst, sondern sie müsste sozusagen selbst ein Moment des Handelns sein. Dann stellt sich also die Frage, was wird aus der Philosophie anders, wenn sie nicht nur, ich sage es jetzt mal mit modernen Worten, Politikberatung ist, sondern selbst Politik wird, selbst das Handeln bestimmt und nicht nur das Handeln durch Denken beeinflusst und berät. Das heißt, wir müssen uns ganz von der Verselbstständigung des Denkens gegenüber dem Tun, dem Dualismus zwischen Denken und Sein, der die bisherige Philosophie, wie Engels dann sagt, immer bestimmt hat. Ist das Denken das Erste, ist das Tun, das Sein das Erste? Von diesem Dualismus müssen wir uns lösen und müssen eine neue Form der Verschränkung von Denken und Sein, der Verschränkung von Handeln und Reflexion des Handelns konzipieren, um die andere Rolle der Philosophie zu verstehen. Bisher hat Philosophie immer eine Theorie des Ganzen damit verknüpft, und das war sozusagen aus dem Wissensstand der Wissenschaften gegeben und bedingt, damit verknüpft, zwischen dem, was man schon empirisch wusste, durch Erfahrung wusste, in Erfahrungstheorien niederlegen konnte, und den großen Lücken, die dazwischen bestanden, was man alles noch nicht wusste, sozusagen durch Entwurf einer Vermutung des Zusammenhangs, eine Verbindung herzustellen. Das heißt, es gab also immer eine Art Einheit von Philosophie und Einzelwissenschaften. Alle großen Philosophen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren auf eine gewisse Weise auch in der einen oder anderen Weise Einzelwissenschaftler, meistens Naturwissenschaftler, die sich mit der Entwicklung der Erkenntnisse über die Natur und über die technische Nutzung der Natur beschäftigten. Mathematiker wie Leibniz, Physiker wie Newton und dergleichen mehr. Alle Philosophie, die als Philosophie sozusagen über das hinausging, was man in den empirischen Einzelwissenschaften schon wusste, hat versucht, die Elemente des empirischen Einzelwissens miteinander zu einer Wissenschaft vom Ganzen, vom Gesamtzusammenhang zu verknüpfen. Nun hat der ungeheure Wissensfortschritt, der zwischen der Mitte des 18. Jahrhunderts
und der Mitte, dem Ende des 19. Jahrhunderts stattfand und der sich ja bis in die Gegenwart also mit einer Rasanz der Wissenszunahme, des faktischen, des empirischen Wissens verlängert hat, dieser ungeheure Wissensfortschritt hat dazu geführt, dass die positiven Einzelwissenschaften eigentlich ihre weit auseinandergerückten Felder immer näher aneinander rückten, dass es immer mehr auch Grenzüberschneidungen oder Grenzberührungen gab, Interdisziplinarität, wie man das heute nennt. Und dass von daher diese Lücken, die die Philosophie qua Vermutungen, qua Entwurf von Fiktionen zu füllen in der Lage war, überflüssig wurden. Die Philosophie als sozusagen ergänzender Stoff der Einzelwissenschaften wurde mehr und mehr überflüssig, wurde mehr und mehr auch zur Spintisiererei, weil die Methoden der Einzelwissenschaften so entwickelt wurden, dass sie immer mehr auch die Felder, über die man noch nichts wusste, doch methodisch so abzudecken vermochten, dass einfach philosophische Erfindungen darüber in den Bereich der Dichtung verwiesen wurden. In diesem Sinne sagt dann Friedrich Engels, und das ist eine Formulierung, die auch schon in der deutschen Ideologie von Marx und Engels vorkommt, die Philosophie in dem klassischen Sinn als Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang gibt es nicht mehr. Die ist abgelöst dadurch, dass die Einzelwissenschaften einen solchen Fortschritt gemacht haben, dass sie sozusagen ein Weltbild der ganzen Welt auch schon einzelwissenschaftlich bis in die mathematische Formalisierung hinein entwickeln können. So wie das ja im 20. Jahrhundert dann von den großen Physikern wie Einstein oder das Bohrsche Modell und das Kopenhagener Modell und so entwickelt wurden. Daraus haben fast alle Nachfolger der marxistischen Klassiker die Schlussfolgerung gezogen, die Philosophie als eine Wissenschaft, die was mit der Welt als Objekt zu tun hat, ist im Grunde genommen durch den Marxismus überflüssig geworden, durch die positiven Wissenschaften, die das von sich aus erfüllen. Und was eine marxistische Philosophie sein kann, kann eigentlich nur noch Ideologiekritik sein, kann Soziologie sein, Gesellschaftstheorie und dergleichen mehr. Ich habe das immer für einen Grundirrtum gehalten, unter anderem einen Grundirrtum, der mit nach meiner Meinung dazu geführt hat, dass es zu jenem theoretischen Zerfall des dialektischen Denkens in den sozialistischen Ländern gekommen ist, der wesentlich mit zum Zusammenbruch des Sozialismus beigetragen hat. Und diese, wie ich jetzt prononciert sage, vulgär-marxistische Philosophieinterpretation, die mit der Philosophie eigentlich nichts mehr anzufangen wusste und sie als einen obsoleten Bereich des Wissens behandelte, steht in völligem Gegensatz zu dem, was Engels gesagt und gemeint hat. Denn Engels war ein Mensch, der sich also noch sehr gut in der deutschen Sprache auskannte, und er wusste, was er sagte. Es gibt keine Philosophie mehr als Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang. Aber gleichzeitig in der Dialektik der Natur schrieb, die Dialektik ist die Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs. Wenn man beides einfach als einen gleichwertigen Genitiv nimmt, ist es ein Widerspruch. Es ist aber nicht ein gleichwertiger Genitiv, sondern die Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang ist die Wissenschaft, die sich den Gesamtzusammenhang als ein rekonstruiertes Objekt vorstellt. Also so tut, als ob sie das Kopenhagener Weltmodell oder das Einsteinsche Weltmodell durch eine philosophische Konstruktion ablösen könne. Das gibt es nicht mehr, dafür sind die Wissenschaften zu weit fortgeschritten. Sie entwickeln selbst ein Weltbild. Etwas anderes aber ist es, worüber wir die ganze Zeit im Gang des spekulativen Denkens gesprochen haben, dass auch alles, was die Einzelwissenschaften als Weltbild des Gesamtzusammenhangs entwerfen können,
ein Gesamtzusammenhang ist, der an die Endlichkeit unserer methodischen Beschreibung dieses Gesamtzusammenhangs gebunden ist. Und dass es immer darauf ankommt, hinter dieser Vereinzelung der methodischen Beschreibung, hinter der Vereinzelung der Vergegenständlichung als Objekt, den Gesamtzusammenhang als ein alle Grenzen transzendierendes Ganzes einer unendlichen Welt, wie ich gestern sagte, auch einer Welt nicht nur der Zunahme an räumlicher Unendlichkeit, die möglicherweise eine Grenze haben könnte in einem begrenzten Weltall, wie die Mathematiker heute meinen, formulieren zu können, sondern die in sich selbst intensiv unendlich ist, weil sie ständig neue Bedeutungen produziert, dass ein solcher Gesamtzusammenhang konstruiert werden muss. Und diesem Genitivus Objektivus, der von Engels ausgeschlossen wird, Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang, steht der Genitivus Auctoris, der Erzeugung, des Herstellens gegenüber. Es ist aber die Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs, den man konstruieren muss, als Entwurf konstruieren muss, damit man den Horizont hat, innerhalb dessen überhaupt Wissenschaft betrieben werden kann. Engels hat es also sehr wohl in den beiden Genitiven unterschieden. Die Nachfolger, die in die Verluderung unserer Sprache hineingeraten sind, haben diese Unterscheidung nicht mehr durchgehalten, sondern die Philosophie zur Seite zu schieben versucht und damit natürlich auch zur Seite zu schieben versucht, dass hinter dem philosophischen Ansatz, mit dem Marx und Engels ihre dann ja politische Theorie entwickelt haben, ein eigener philosophischer Ansatz steht, der eben zwar nur unvollständig bei ihnen ausgearbeitet und entwickelt ist, der aber als ein Boden, von dem her sie philosophisch in ihre politische Wissenschaft eintreten, bei ihnen vorhanden ist und auch als Boden angedeutet wird. Es ist ja auch so, dass Marx nicht etwa wie Feuerbach meint, man könne durch Aufheben der Begrifflichkeit des Begrifflichen, durch die Destruktion sozusagen der Idealität des Begrifflichen zurück zur Sinnlichkeit kommen, zur sinnlichen Gewissheit. Sondern Marx sagt im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, alle Wissenschaft ist natürlich Wissenschaft durch Gedankenabstraktionen. Und wenn wir keine Gedankenabstraktionen brauchten, um das Wirkliche abzubilden, dann brauchten wir gar keine Wissenschaft. Dann könnten wir hingucken und sagen, so ist es, wie wir es sehen. Aber gerade weil die Wirklichkeit mehr ist als das, was die Sinnlichkeit uns bietet, gerade darum brauchen wir die Gedankenabstraktionen, in denen das Wirkliche sich erst in seiner Wirklichkeit zeigt. Das ist strenger Hegelianismus, wenn man so will. Aber das ist eigentlich nie wahrgenommen worden, dass Marx hier in dem methodischen Ansatz, mit dem er die Kritik der politischen Ökonomie entwickelt, sagt, aber sie ist nur entwickelbar auf dem Boden, dass wir eine Differenz machen zwischen einer Erkenntnis des übergreifenden Zusammenhangs, den wir sinnlich nicht gegeben haben und den wir nur in der Form von Begriffen oder wie er sagt, Gedankenabstraktionen gegeben haben, und jener Sinnlichkeit, die uns die alltäglichen Gegenstände beschert und an denen wir sozusagen die Gegenständlichkeit erfahren. Wenn ich natürlich in der Dunkelheit gegen eine Tür oder gegen eine Wand renne und stoße meinen Kopf an, dann spüre ich an der Widerständigkeit sinnlich die Gegenständlichkeit. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit, sondern das ist die sinnliche Erscheinungsform. Und wenn ich begreifen will, was eine Mauer oder eine Tür ist, dann brauche ich mehr zum Begriff der Tür als die Erfahrung, dass ich meinen Kopf daran angestoßen habe. Diese Dinge hat auch in der bürgerlichen Philosophie im 20. Jahrhundert Nicolai Hartmann in seinem schönen Aufsatz über das Problem der Realitätsgegebenheit eigentlich sehr eindringlich erörtert, obwohl er zu keiner dialektischen Lösung kommt. Aber er sieht sozusagen diese Differenz, die man denken muss zwischen der Gedankenabstraktion und der Sinnlichkeit, und dass uns zwar die
Gegebenheit des Wirklichen aufdringlich wird durch die sinnliche Erfahrung, dass ich meinen Finger halt verbrenne, wenn ich ihn auf die heiße Herdplatte halte. Aber dass das, was eine heiße Herdplatte als heiße Herdplatte ist, eine Fülle von anderen Elementen einschließt, die in dem verbrannten Finger nicht spürbar werden, aber die ich nur durch Denken erfassen kann, das, meine ich, wird also in der neueren erkenntniskritischen Erörterung von den realistischen Erkenntnistheoretikern, zu denen Nicolai Hartmann gehörte, auch deutlich gesehen. Insofern führt uns also die Reflexion darauf, wie verhalten wir uns denn, wenn wir einerseits wissen, dass unser Wissen von der Wirklichkeit immer nur das empirische Wissen der nun sich ungeheuer ausbreitenden Einzelwissenschaften ist, und dass wir da sozusagen durch Addition der Einzelwissenschaften, durch ein Zusammensetzen, ein Mosaik, ein Patchwork der Einzelwissenschaften, kein Gesamtbild mehr, keinen Gesamtzusammenhang mehr konstruieren können, zumindest nicht also nur aus dem Kopf konstruieren können, dass wir da an die empirischen Daten uns gebunden sehen, und andererseits doch wissen, dass wir einen Gesamtzusammenhang, in dem wir unter anderem doch auch ein Entwicklungsziel setzen können, in dem wir etwas setzen können, was noch gar nicht ist, sondern was erst nur möglich ist, wie wir erörtert haben, wie wir das mit einbringen, wie wir also eine Theorie des Gesamtzusammenhangs machen können, der von der unmittelbaren empirischen Bewährung sich ablöst und über sie hinaus ein Ganzes denkt, in dem der Mensch noch das Sich-Verwirklichen seiner selbst oder das Verwirklichen sozusagen der optimalen Möglichkeiten von Sein noch mitdenken kann, unabhängig von der Empirie der einzelnen Wissenschaften. Wir sehen also, dass das, was wir bisher auf der Ebene der Widerspiegelung benannt haben, nämlich dass das Sein sich im Denken spiegelt, dass das im Grunde genommen noch nicht das ausgeführte und ausgearbeitete spekulative Verhältnis ist. Denn selbstverständlich in den Einzelwissenschaften spiegelt sich, und zwar auch auf eine abstrakte Weise, eine begriffliche Weise, die Wirklichkeit, sie reflektiert sich. Das ist auch alles das, was wir also in dem in omnibus partibus relucet, was wir in dem Monadenbegriff finden. In jeder einzelnen Monade spiegelt sich die Welt, wie sie außer ihm ist. Aber um dazu jetzt verändernd sich zu verhalten, und das ist jetzt sozusagen eine Stufe, in der Marx mit dem Postulat der Veränderung über die bisherige spekulative Konzeption der spekulativen Begrifflichkeit hinausgeht. Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir diese Widerspiegelung der Welt in unserem Bewusstsein zugleich noch einmal widerspiegeln. Das heißt, wir müssen, dass wir die Welt so, wie wir sie von unserem Standort, unserem Standpunkt, in der Perspektive unserer Individualität reproduzieren, reflektieren und daraus eine Handlung ableiten, dass diese Handlung eine spontane Handlung ist, wenn wir das Verhältnis, in dem wir reflektierend zu dem Reflektieren stehen, also das Reflexionsverhältnis, nicht selbst noch einmal denken. Erst indem wir das Reflexionsverhältnis denken, also die Reflexion der Reflexion betreiben, vermögen wir, zu der Spontanität unseres Verhaltens zur Welt wieder Abstand zu nehmen und sozusagen in einem zweiten Ebene, in einer zweiten Ableitung uns zu dem Verhalten, das immer wir in der Welt haben, jetzt nicht nur so zu verhalten, dass wir spontan darauf reagieren, was die Welt tut, dass wir also in einem Aktio-Reaktio-Verhältnis stehen,
Challenge and Response, wie man das im Englischen nennt, sondern dass wir die Herausforderung und die Antwort selbst noch einmal als einen Gegenstand dessen, was wir widerspiegeln in unserem Bewusstsein und wozu wir uns verhalten können, widerspiegelnd begreifen. Das heißt also, nur in der Entwicklung dessen, was wir Reflexion der Reflexion nennen, stellt sich sozusagen jene Brücke her, in der die Brücke zwischen dem Interpretieren von Welt, die in der Widerspiegelung in der Monade sich ausdrückt, und der Welt, die an sich ist, noch einmal die Brücke zwischen den beiden nachvollziehen können, als etwas, was nicht selbst wie ein Moment des Welthandelns abläuft, sondern in das ein Eingreifen möglich ist, ein bewusstes Eingreifen. Spontan zur Welt verhält sich auch das Tier, das auf einen Instinktauslöser reagiert. Das ist sozusagen in der logischen Struktur nicht anders, als wenn wir spontan reagieren auf etwas, was wir in der Welt aufgenommen und begriffen haben. Das sind nur verschiedene Grade sozusagen von Differenziertheit. Wenn wir aber das, was wir reflektieren und die Antwort, die wir darauf geben, noch einmal reflektieren und sagen, die muss es ja nicht sein. Wir können ja diese Antwort selbst noch einmal nach den Möglichkeiten, die wir erkennen, und darum ist die Kategorie Möglichkeit so wichtig, nach den Möglichkeiten, die wir erkennen, möglicherweise modifizieren. Wir können eine Antwort, die wir spontan geben würden, anders geben, wenn wir sie reflektieren und sagen, oh, dann berücksichtigen wir diese und diese Möglichkeit, die wir hätten, auch noch und modifizieren die Antwort. Damit wird eigentlich erst dieses Verändern möglich. Damit wird dieses Verändern sozusagen zu einer Wirklichkeit, in der das Interpretieren der Welt mit dem Verändern zusammengebunden ist, indem sie nicht sozusagen einander gegenüberstehen und einfach das eine auf das andere wie mit einer Hebelwirkung Einfluss haben kann, sondern sie sich gegenseitig ineinander verschränken und im Verändern selbst die Veränderung sich selbst wieder interpretiert und damit wieder verändert in ihrem Verändern. Dass das die logische Form des Übergreifens hat, von der wir in den vergangenen Vorträgen gesprochen haben, dass hier also das praktische Tun übergreifendes Allgemeines wird zum Interpretieren. Die beiden sind nicht zwei verschiedene Arten, einfach die nebeneinander stehen, sondern die Art des Tuns schließt die Art des Interpretierens als eine Art des Tuns ein und impliziert sie und macht damit das Tun zu einem interpretationsgelenkten Tun. Diese Denkfigur, die die Grundfigur des dialektischen Denkens ist, kommt also hier eigentlich erst voll zum Tragen. Und darum meine ich, dass der Marx'sche Satz, dass einerseits interpretiert wurde, nur, dass es aber darauf ankomme zu verändern, was ja nicht heißt, es soll nicht mehr interpretiert werden, sondern was nur heißt, es soll mit dem Interpretieren etwas angefangen werden. Dass dieser Satz in seinem innersten Kern ein spekulativer Satz ist. Daraus ergibt sich nun, dass für die Philosophie unter den Bedingungen, dass sie also in ihrem einzelwissenschaftlichen Tun abgelöst worden ist dadurch, dass die Einzelwissenschaften selbst so eng zusammengewachsen sind, dass sie sozusagen die Ausfüllung von Zwischenräumen durch philosophische Fiktion nicht mehr bedürfen, nun sozusagen in anderen Feldern sich entwickelt und ihre philosophische Aufgabe erfüllt.
Und ich würde sagen, ich will nicht behaupten, dass das eine vollständige Beschreibung ist, aber sozusagen einige Hauptfälle. Ich würde sagen, zu einem Mal, und das ist das, was also die marxistische Philosophie bisher eigentlich immer vorwiegend getan hat, äh, indem sie erkennt, dass eine Interpretation von Welt standortgebunden, standortbezogen ist und als solche standortbezogene Interpretation in die Gestaltung von Welt auch eingreift, indem sie dieses Verhältnis von Interpretieren und Verändern erkennt, kann sie eine Ideologie als Ideologie erkennen. Ich kann die Ideologie, nun sagen wir an dem Beispiel jetzt der abendländischen Ideologie der Menschenrechte, kann ich erkennen, es ist die Ideologie der Menschenrechte, die über der individualistischen bürgerlichen Gesellschaft aufgebaut und entwickelt wurde und die in anderen Kulturen mit anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen in der gleichen Form so nicht angewandt werden kann, ohne dass sie sozusagen eine Vorherrschaft einer Kultur über die andere für sich in Anspruch nimmt. Also letzten Endes ein Kulturimperialismus darstellt. Dass man den Begriff der Menschenrechte auf die Definition dessen, was Menschheit im Sinne des Gattungsbegriffs von Menschen und der darin implizierten Menschlichkeit bedeutet, kulturspezifisch und entwicklungsspezifisch auffassen muss. Das wäre eine ideologiekritische Behandlung der Menschenrechte, die nicht einfach sagt, ach, das ist eine böse Ideologie, mit der Kulturimperialisten die dritte Welt unter den Griff bekommen wollen, sondern sagen, hier sehen wir in einem, was vielleicht in einer Entwicklung der Menschheit insgesamt auf einen gemeinsamen Begriff von Menschenrechten hinführen wird, der dann aber auch den Begriff der Menschenrechte in unserer Welt verändern würde. Beispielsweise das Recht auf Privateigentum ist nicht unbedingt ein Menschenrecht in jeder Gesellschaft. Muss das in unserer Gesellschaft als a priori stehen bleiben? Solche Dinge. Dass hier also aus einer möglichen Perspektive des Zusammenwachsens der Menschheit, gerade im Zeitalter der Weltgeschichte oder der Globalisierung, wie man heute sagt, das Bewusstsein von den bestehenden Differenzen und von den sich ergänzenden Elementen in diesen bestehenden Differenzen entwickelt. Also Ideologie, Theorie nicht als ideologisches Zertrümmern des Gegners, das gibt es auch, das gibt es in der Polemik und das ist im politischen Kampf auch sehr legitim, aber als Theorie muss es also diesen Charakter sozusagen des Rückgriffs auf die Perspektivität der Wahrheit haben. Wenn wir noch weiter Korollarien zu den spekulativen Sätzen ausführen würden, so würde der große Satz des Spinoza, Verum est index sui et falsi, das Wahre ist der Index seiner selbst und des Falschen. Und was das für das Falsche bedeutet, dass es ein Moment des Wahren, nur als ein Moment des Wahren eigentlich begriffen werden kann. Das würde in eine solche Ausarbeitung, eine solchen Perspektivitätslehre des Erkennens und Wissens wesentlich als spekulative Hintergrundsatz mit hineingehören. Aber das lasse ich jetzt als eine Fußnote stehen. Ideologiekritik also und Ideologietheorie wäre ein Feld, das die Philosophie aus der Reflexion, indem sie nicht nur die Situation in ihrer Theorie reflektiert, sondern die Elemente, aus denen die Situation widersprüchlich entstanden ist und die sozusagen selbst sich situativ zur Umwelt verhalten, noch einmal mitreflektiert. Was nach wie vor ein sozusagen nicht wegzudenkendes Feld der Philosophie ist doch dies, dass es Normsetzungen gibt. Wenn wir bestimmte Verhaltensweisen in einer Gesellschaft, beispielsweise die um sich greifende Korruption in allen Gesellschaften heute, beispielsweise die Missachtung der Andersheit des anderen,
die sich also im Nichtrespekt vor anderen Kulturen ausdrückt, im Kampf der Kulturen, wie das heute formuliert wurde, all dergleichen Dinge. Denen gegenüber setzen wir doch Normen der Vernunft, Normen der Menschlichkeit, die noch gar nicht erfüllt sind oder nur unvollständig erfüllt sind und von denen wir aus einem Begriff des Ganzen heraus einen Vollendungszustand antizipieren können, von dem wir sagen, auf den hin wollen wir die Entwicklung der Gesellschaft, die Entwicklung der Menschheit zuführen. Wir wollen beispielsweise die Menschheit so auf einen Entwicklungsstand hinzuführen, dass sie nicht mehr in ihrem eigenen Stoffwechsel, in dem, dass sie die Natur bearbeitet, die Natur zugleich zerstört. Wir wollen eine Einheit mit dem ökologischen Ganzen und den menschlichen Bedürfnissen herstellen. Diese Einheit ist ja nun beileibe nicht hergestellt, im Gegenteil. Sie führt uns dauernd in die Momente der ökologischen Krise hinein. Hier setzen wir Normen, die von den Einzelwissenschaften nicht gesetzt werden können. Die Einzelwissenschaften kann eine Norm festsetzen und sagen, der und der Luftverschmutzungsgrad mit Ozon ist das, was maximal zulässig ist. Aber sie kann nicht einen Naturbegriff entwerfen, der eine Einheit von Mensch und Natur oder wie Bloch so schön sagt, die Natur als Heimat des Menschen konzipiert. Hier gehört ein Entwurf des Gesamtzusammenhangs und nicht ein Wissen von den einzelnen Elementen des Gesamtzusammenhangs dazu. Das heißt also, alle Normsetzung hat in ihrem Horizont die Voraussetzung, dass wir etwas über die Empirie hinausgehendes, was wir als erstrebenswertes Ziel, als Wert, als wünschenswert betrachten, dass wir dies zu setzen vermögen. Das wird immer ein Gegenstand philosophischer Reflexion sein. Die Ideale, wie man das früher genannt hat. Selbstverständlich ist der Reflexion der Einzelwissenschaften weitgehend entzogen zu denken, welche Implikate, welche Axiome in die methodischen Voraussetzungen ihrer Einzelwissenschaften eingehen. Jede Einzelwissenschaft geht von gewissen Voraussetzungen aus, die sie einmal so annimmt. Die euklidische Geometrie geht eben von den Lehrsätzen des Euklid aus und nicht-euklidische Geometrien ändern den einen oder anderen Lehrsatz, aber sie gehen dann von einem entsprechenden Axiom aus. Dann wird eben das Parallelenaxiom durch ein anderes abgelöst. Aber es wird immer ein Axiomensystem gesetzt, aber woraus das Axiomensystem entspringt, wie es sich zum Ganzen der Welt verhält, wie sich beispielsweise die moderne Mathematik, mit der heute die gesamte Astrophysik arbeitet, zur möglichen Wirklichkeit, die wir denken können, des Weltalls verhält, das ist kein Gegenstand mehr weder der Mathematik noch der Astrophysik, sondern die setzen ihre Methoden voraus und arbeiten damit und gewinnen damit Ergebnisse, von denen sie sagen, aus denen rechtfertigt sich, dass wir diese Methoden angewandt haben. Sie haben irgendetwas mit der Wirklichkeit zu tun, aber es ist ganz selbstverständlich, dass sie nicht die ganze Wirklichkeit abdecken. Wo also wird Methodenreflexion betrieben? Sie kann auch wiederum nur jenseits der Einzelwissenschaften durch die Philosophie betrieben werden. Das alles aber führt uns wieder zurück dazu, dass die Philosophie das zu konstruieren hat, was wir den Gesamtzusammenhang nennen, den sie nicht mehr wie ein Objekt hinstellen kann, sondern den sie in einem ständigen Denkprozess des Neuentwerfens, wie verflechten wir jetzt das, was wir empirisch wissen, zu einem Ganzen? Und jedes neue Wissen, was empirisch dazukommt, erfordert von uns eine neue Verflechtung, erfordert ein neues Kombinieren, eine Rekombination der Elemente, sozusagen ein dauerndes Umgehen mit der Ars Combinatoria, wie Leibniz das genannt hat, mit der Kunst des Kombinierens. Hier bleibt also die Philosophie gefordert als eine Theorie, die nach wie vor davon ausgehen muss, dass das, was wir denken,
wie immer es unvollständig und unvollkommen sein mag, ein Spiegelbild, wenn auch ein perspektivisches Spiegelbild dessen ist, was ist, dass das Denken nicht einfach eine Erfindung unseres Kopfes ist, sondern dass es in einem Verhältnis zur Wirklichkeit steht. Und dieses Verhältnis abgebildet werden muss in irgendeinem Modell und dass dafür das Spiegelmodell eben den Ansatz bietet, mit dem wir die dieses Verhältnis von Wirklichkeit und Abbildung von Wirklichkeit ausdrücken können. Damit kommen wir zu einem Ergebnis. Weil dieses Rekombinieren, diese Ars Combinatoria, die immer die Aufgabe der Philosophie ist, den Entwurf von Zielen, Normen, Relativierungen des eigenen Standpunkts, Methodenkritik einschließt. Darum kann sie, wenn sie ins Handeln selbst übergeht, das werden, was dann Marx das Politischwerden der Philosophie nennt. Dazu hat er auch schon in den Frühschriften, in der Kritik zur Einleitung der Hegelschen Rechtsphilosophie, etwas Nachdrückliches gesagt. Es ist natürlich immer so, dass die Philosophie eine Welt der Begriffe ist. Da kommen wir über die Hegelsche Ebene nicht hinaus. Dass sie als Einwirkung, als sozusagen Einwirkung in das Denken der Menschen, als solche Welt der Begriffe auch immer schon ein Moment eine Handlungsbeziehung implizierte, das haben wir durch die ganze Philosophiegeschichte gesehen. Das ist aber noch nicht, dass sie selbst sozusagen ein Teil des Handelns ist, sondern das ist, sie kann aufgenommen werden, einer nimmt diese Theorie auf, ein anderer nimmt jene Theorie auf. Es gibt also eine Menge von Differenzen zwischen denen, die Theorie in Handlung umsetzen, darum gibt es also auch so viele Parteien und Sekten und was auch immer. Wann wird eine Theorie nun tatsächlich zur Wirklichkeit, die die Wirklichkeit als Theorie verändert und nicht nur den einzelnen Handelnden verändert? Und da sagt Marx in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, also zu einer in der materiellen Wirklichkeit wirksamen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Hier kommt also ein neues Moment dazu. Theorie ist zunächst einmal das, was im Denken des Einzelnen vor sich geht. Wir haben zwar den Begriff der Scientific Community, aber die Scientific Community besteht aus lauter individuellen Denkern. Der eine denkt das, der andere denkt das. Die kommunizieren miteinander, tauschen aus, bestreiten ihre Erkenntnisse oder anerkennen sie. Es bleibt ein Gewebe von individuellen Beziehungen. Damit sie als Theorie die Massen ergreift, muss sie als Theorie in einer organisierten Form wirken können. Und darum ist für den Marxismus, und das hat Lenin dann mit großer Deutlichkeit herausgearbeitet, die Organisationstheorie nicht nur eine soziologische Theorie, wie das Proletariat sich in einer Arbeiterpartei organisiert, sondern eine philosophische Theorie, wie gelingt es, eine philosophische Einsicht über die Wirklichkeit so zu organisieren, dass sie die Massen so ergreift, dass sie eine politische Wirklichkeit wird. Dass sie also beispielsweise eine Revolution herbeiführt, aber das ist nur eine der Möglichkeiten des Politischwerdens. Man kann ja ununterbrochen sozusagen im politischen Handeln als Handeln des Kollektivs auch wirklich sein. Wahrscheinlich würden das aus konfuzianischer Tradition die Chinesen viel besser verstehen, weil sie ein viel
ja, engere Bindung, eine engere Beziehung zum Kollektiv und auch zu dem Denken des kollektiven Handelns haben, als die seit dem 15. Jahrhundert doch mehr und mehr sich individualisierende bürgerliche Gesellschaft des Westens. Aber jedenfalls, wenn sie die Massen ergreift, und Marx und Engels haben natürlich hier ganz im Wesentlichen für die bürgerliche Gesellschaft eine Theorie entwickelt, es sind große Probleme, die dann also dem alten Marx sich stellen, wie überträgt sich diese Philosophie auf die nicht westlichen Kulturen. In dieser Theorie, also die für unsere Gesellschaft, für unsere westliche bürgerliche Gesellschaft entwickelt ist, entsteht das Problem, wie ist es möglich, dass die Theorie die Massen ergreift. Und da gab es eben in der Hegel-Kritik, in der Kritik jener Junghegelianer, die wie Nietzsche, wie Feuerbach sagten, ja, aber Hegel bleibt doch im Reich des Begriffs, wir wollen doch ins Leben, gab es dann eben jene zwei Parteien von den großen Parteien, von denen Marx auch an dieser Stelle spricht. Und er sagt, die eine, die sagte, ja, wir verwirklichen die Philosophie, indem wir sie aufheben. Weg mit der Philosophie, weg mit dem ganzen Denken, rein in die Wirklichkeit, die Philosophie der Tat, wie sich das damals nannte. Ein bisschen gibt es davon, oder mehr als ein bisschen, Rückwirkungen in der Ideologie der Bewegung der 68er, die also auch sozusagen die Theorie über Bord werfen wollte, um zur Handlung zu kommen. Nicht ganz über Bord, aber doch weitgehend über Bord werfen wollte. Und da gibt es ja große Auseinandersetzungen auch darüber. Die andere Partei sagte, wir wollen die Wirklichkeit der Philosophie nicht dadurch, dass wir sie aufheben, sondern dadurch, dass die Philosophie als Philosophie in ihrer Begrifflichkeit wirklich wird. Dass also sozusagen, um es jetzt etwas überspitzt zu sagen, die Vorstellung, wie Hegel im dritten Teil der Rechtsphilosophie den preußischen Staat gedacht oder abgebildet hat, reflektiert hat, dass dies dann also die Vorstellung vom Staat ist. Die Philosophie denkt sich aus, wie der Staat ist. Die Philosophie wird utopisch, sie macht ein Gesellschaftsmodell. Das geht natürlich auch nicht. Das heißt, man hebt die Philosophie auf, indem man sie verwirklicht, einerseits indem man sie aufhebt als Philosophie und andererseits man verwirklicht sie, indem man die Wirklichkeit gleichsam der Philosophie indiziert. Beide Lösungen sind falsch, sagt Marx. Man kann die Philosophie nur aufheben, indem man sie verwirklicht, und das ist, indem sie die Massen ergreift und damit zu einer politischen Handlung wird. Aber man kann sie eben auch nur verwirklichen, indem man sie damit als reine Philosophie, als dieser Gegensatz von Theorie und Praxis, der seit Aristoteles die gesamte abendländische Geistesgeschichte durchzogen hat. Theorie und Praxis sind zwei voneinander getrennte und verschiedene Dinge, indem man diesen Gegensatz aufhebt. Also Philosophie als Philosophie aufhebt und immer zugleich als politische Handlung, als Handlung der Gesellschaftsgestaltung oder in einem weiteren Sinn auch als Handlung der Naturgestaltung versteht. Indem man also Philosophie aufhebt, indem man sie verwirklicht und verwirklicht, indem man sie aufhebt. Dies ist ein Binom bei ihm und beides lässt sich nicht voneinander trennen. Man muss von der Philosophie in der Form, in der sie bisher Philosophie gewesen ist, in der sie eben das Denken im Kopf des Einzelnen war, der den Begriff dachte, und den kann immer nur einer denken. Er kann ihn austauschen, man kann darüber reden miteinander, aber er kann kein kollektives Bewusstsein sozusagen sein. Und indem also die Philosophie immer die Philosophie des individuellen Denkens war, muss sie aufgehoben werden und überführt werden in die Wirklichkeit einer kollektiven Bewegung. Und indem man sie als kollektive Bewegung verwirklicht,
wird sie dann aber auch wirklich. Sie wird als Philosophie damit wirklich. Das heißt, die Politik bleibt nicht Politik, sondern sie wird philosophische Politik. Das ist das Programm von Marx. Inwieweit dieses Programm einzulösen ist, inwieweit dieses Programm als ein spekulatives Modell selbst wieder das Problem aufwirft, wie ein solches Modell in die Wirklichkeit zu übersetzen ist, das würde ich sagen, will ich in dieser Vorlesung nicht erörtern, sondern ich will nur zeigen, und es ging ja hier um eine Systematik der spekulativen Sätze, dass der Satz von Marx, der das Interpretieren und das Verändern der Wirklichkeit, die scheinbar einen Gegensatz, den Gegensatz von Theorie und Praxis bilden, zusammenfasst, dass dieser Satz, der das Interpretieren als eine Spiegelung des Veränderns fasst und das Verändern als eine Spiegelung, Rückspiegelung des Interpretierens, dass dieser Satz in seiner Struktur ein spekulativer Satz ist. Dass wir damit also den Sprung vollziehen aus der Theorie der Spekulation in der reinen Begrifflichkeit, wie sie sich seit dem Parmenides-Satz bis zu Hegel, der sich selbst wissenden Vernunft vollzieht, und den Sprung hineintun in ein Philosophieren, in ein spekulatives Philosophieren, das sich aus der Verantwortung für das, was es für die Menschheit als Menschheit hat und damit in seiner Wirklichkeit als Philosophieren, das ja immer ein Philosophieren über den Menschen ist, sich realisiert, dass es hier sozusagen um eine Verwirklichung des spekulativen Philosophierens geht und dass die Abwehr der Spekulation ein Missverständnis im Marxismus ist, ein Missverständnis, in dem ein Vulgärmarxismus sich auf die Ebene der kritischen Theorie, des kritischen Rationalismus, des Neopositivismus und so weiter begibt und gar nicht merkt, dass er eigentlich jetzt bereits auf der philosophischen Ebene seiner theoretischen Gegner steht. Wenn mir die Gelegenheit noch gegeben ist, dann möchte ich diese Erkenntnis, die Erkenntnis ist, dass man, wenn man heute spekulativ philosophiert, man nicht an der Wende des spekulativen Philosophierens, die Marx gebracht hat, vorbeigehen kann, von einem ganz anderen Denker, mit dem wir auch schon eingesetzt haben am Anfang unserer Vorlesungen, sozusagen mir eine Rückendeckung, eine Bestätigung holen. Nämlich wieder von Dieter Henrich, der den Gang des spekulativen Denkens verfolgt hat. Und er sagt in dieser großen Abhandlung, und ich halte das für einen nicht-marxistischen Denker, für eine Erkenntnis, von der ich denke, dass sie für uns von großer Bedeutung ist. Alle Gedanken, welche in der bisher einzigen Epoche der Philosophie herausgearbeitet wurden und die ganz auf spekulatives Denken begründet war, und damit meint er den deutschen Idealismus, können nur über eine Verwandlung, die weit geht, in die Gegenwart des Denkens eingehen. Und ich meine, Marx ist eine Möglichkeit einer solchen Verwandlung gewesen und gegenwärtigem Bewusstsein entsprechen. Doch könnte von spekulativem Denken dann nicht mehr die Rede sein, wenn dessen Einheitsbegriff in jeder seiner möglichen Formen für obsolet gelten müsste, wenn wir das Denken des Gesamtzusammenhangs nicht mehr denken. Eben darauf scheint ein weit ausgreifender Konsens zwischen Positionen hinauszulaufen, die in unserem Jahrhundert Aufmerksamkeit und Zustimmung auf sich gezogen haben. Adorno, Derrida, Gadamer, Wittgenstein. Es sei darum am Schluss festgehalten, warum die philosophische Besinnung sich niemals leichthin von einem solchen Einheitssinn dispensieren kann. Wo immer im Vernunftleben eines Menschen eine letzte Stellung bezogen wird, das heißt, wo er Entscheidungen trifft,
eine Erfahrung des bewussten Lebens mit einer Affirmation ohne impliziten Vorbehalt, ohne Skepsis besetzt ist, da ist auch ein letzter Gedanke von dem, was überhaupt in diese Affirmation einbezogen wird, was überhaupt ist. Aus eben diesem Grunde also, der Metaphysik zu einer Sache des Menschenlebens selber macht, muss alles Denken, das noch anderes ist als philosophische Theorie, die Horizonte offen halten, zu erweitern und vertieft zu verstehen wissen. Ich finde dies ein großes Wort in einer Zeit, in der die allgemeine Zustimmung die Zustimmung zu den Adornos, Derridas und Wittgensteins ist. Und ich muss sagen, mit diesem Wort möchte ich schließen, weil ich glaube, dass dieses Wort die Legitimation dafür gibt, in dem Entwurf, den Marx uns vorgelegt hat, eine Möglichkeit zu sehen, dieses Postulat einer Philosophia per ennis festzuhalten.